Ich zeige euch heute, wie man mit ganz wenig Material einen super süßen kleinen Osterhasen gebastelt bekommt. Wie das ausschaut, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Verkunstet. Ihr braucht für den Osterhasen einmal eine Milchtüte, ich habe sie mir hier schon ein bisschen vorbereitet, und eine Socke. Das ist eigentlich so das, was wir hier grundsätzlich erstmal brauchen. Und wie wir daraus jetzt einen Osterhasen gestaltet bekommen, das zeige ich euch jetzt. Wenn man sich die Socke jetzt hier einmal hinlegt, dann sieht man schon, also ich zumindest, ein bisschen hier die Konturen eines kleinen Löffelmanns. Die Ohren, die ich jetzt hier rausarbeiten möchte, das geht relativ einfach. Und zwar nehme ich mir jetzt hier die Socke und falte sie mir hier auf, wie wenn man sie an dem Fuß hätte, sodass hier für mich nachher das Köpfchen wäre. Drehe mir das hier rum. Nehme mir eine Schere und schneide das einfach hier in der Mitte durch. Ungefähr, ja, ich sag mal so bis wo hier die Rundung kommt, wo eigentlich die Ferse reingleitet. Und habe dann hier schon meine Löffel. Dann drehen wir uns das Ganze auf links. Und legen uns das hier so zusammen und dann nähen wir das hier einmal an der jeweils offenen Seite zu. Nachdem ich es fertig genäht habe, drehe ich das wieder auf links. Und schon wären hier einmal die Häschenohren fertig. Ein bisschen die Form zupfen. Jetzt brauchen wir fürs Köpfchen noch etwas zum Füllen. Da gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich hier für eine kleine Styroporkugel entschieden. Die hat so ungefähr den Durchmesser 6 cm. Die schieben wir jetzt hier einfach rein. Hier, bis das einmal in der Ferse liegt, und fertig hätten wir schon das kleine Köpfchen. Jetzt ziehen wir das Ganze auf die schon fertig vorbereitete Tüte. Nachher werde ich dann natürlich noch sowas wie Süßigkeiten rein tun, weil ich möchte es ja verschenken. Ziehe das einmal bis hier unten drunter und hätte dann jetzt schon mal den kleinen Körper fertig und werde mir jetzt noch etwas zurechtschneiden, um hier noch eine Halskrause zu legen und ein Stummelschwänzchen aufzubringen. Für die Halskrause und das Stummelschwänzchen habe ich hier noch etwas Passendes bei mir liegen. Und zwar habe ich das hier schon für das Herstellen meiner kleinen Wichtel verwendet. Und ich finde, das passt hier für das Häschen genauso gut. Da schneide ich mir jetzt hier einfach was raus. Einmal hier ein ganzes Stück, so wie es mir jetzt auskommt. Und so sieht das Ganze dann einmal umgelegt hier um das Häschen aus. Jetzt machen wir noch das Stummelschwänzchen. Für das Stummelschwänzchen habe ich jetzt hier noch so einen kleinen Rest liegen. Das falte ich mir jetzt hier so ein bisschen zusammen, damit das schön puschelig ist. Habe mir hier noch meine Nadel vorbereitet. Gehe hier eben kurz ein bisschen rein. Und fertig wäre einmal hier auch das Stummelschwänzchen. Das sollte man vielleicht auch so halten, dass ihr es sehen könnt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch Augen und Nase bei dem Häschen sehen. Dazu habe ich mir jetzt einfach überlegt, ich nehme Knöpfe, die ich noch übrig habe, und
die ich dann einfach noch dieser Verwendung zuführen kann. Dazu bin ich wohl hingegangen, habe mir einen weißen Knopf genommen und einen schwarzen, um dann hier das Auge zu füllen. Bei mir passt das jetzt super hier rein, davon 2 Stück. Und ich mache ein kleines weißes Näschen. Ich hatte mir zwar hier auch schon so einen Pompon hingelegt, weil ich überlegt hatte, vielleicht mache ich ihm ein rosa Näschen, aber momentan bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, wir schauen mal. Ich fange mit den Augen an und dann zum Schluss, entweder wird es die weiße oder die rosafarbene Nase. Wir schauen mal. Das Häschen ist fertig geworden. Ich finde, es ist total süß. Ihr seht es hier, ich habe ihm sogar auch noch hier so leichte Schnurrhärchen verpasst mit dem Nähgarn, was ich noch übrig hatte, weil ich gedacht habe, das fehlt mir irgendwie sonst noch ein bisschen was in dem Gesichtchen. War relativ einfach. Ich habe die Schnur einfach um die Nase herum gedreht, einmal festgezurrt und dann die Seiten abgeschnitten. Ihr seht, relativ simpel und einfach. Ja, damit bin ich mit meinem Häschen dann auch schon fertig. Kann da jetzt demnächst also auch noch Schokolade reinfüllen und es verschenken. Dann werden die Häschen noch etwas mehr Bodenhaftung hier haben. Ich finde es super süß, vor allem eine nette Geschenkidee für Ostern. Da muss ich nämlich da nicht noch extra was Zusätzliches kaufen, sondern nur etwas Süßes, um es da hinein zu tun. Schaut euch hier diese Playlist an. Da ist noch mal eine ganze Menge rund um das Thema Milchtüte. Ja, lasst mir gerne einen Daumen drauf da und auch ein Abo. Ich würde mich da riesig drüber freuen und betätigt einmal die Glocke, damit wir uns auf jeden Fall wiedersehen, wenn es heißt Verkunstet. Tschüss zusammen!